Also ich habe mir von meinem Betriebswirtschaftslehre-Studium in Graz vor allem eine sehr lehrreiche und auch sehr intensive Zeit erwartet und natürlich auch, dass ich mein wirtschaftliches Wissen noch weiter ausbauen und vertiefen kann. Dadurch, dass man das Curriculum ja auch online ansehen kann bzw. lesen kann, konnte ich mir vor Studienbeginn bereits einen sehr guten Überblick über die unterschiedlichen Lehrveranstaltungen machen und auch welche Themengebiete abgedeckt werden. Zu Beginn des Studiums gibt es sehr viele Grundlagenlehrveranstaltungen, wie zum Beispiel Grundlagen Marketing, Management, Finance, Accounting und Produktion und Logistik. Im ersten Semester gibt es dann auch noch einen sehr starken Fokus auf Rechnungswesen und Wirtschaftsmathematik. Zu jeder der Grundlagenlehrveranstaltungen gibt es dann anschließend auch noch eine Vertiefungslehrveranstaltung. Und dann, wenn man alle kennengelernt hat, kann man sich auf ein Fachgebiet spezialisieren. Zusätzlich gibt es auch rechtliche Lehrveranstaltungen, wie zum Beispiel Vertragsrecht, Arbeitsrecht oder Finanzrecht. Weitere volkswirtschaftliche Lehrveranstaltungen runden das Curriculum ab. Am besten an meinem Studium gefällt mir sicher, dass man auch solche Dinge dabei hat wie die Vorlesungsübung Businessplan. Dabei geht es wirklich darum, alles, was man gelernt hat bisher in seinem Studium zusammenzupacken und in einen Businessplan reinzupacken. Das heißt, ich muss wirklich schauen, was gibt es über Marketing, über Management und so weiter zu sagen, Finance. Und das Ganze wird dann vor einer Jury aus der echten Privatwirtschaft gepitcht. Und das ist aber ein bisschen ein Gradmesser für den eigenen Wissensstand aus dem Studium. Sehr besonders ist der Moment, wenn man den Punkt im Studium erreicht, in dem man plötzlich die Verbindungen und Verknüpfungen zwischen den einzelnen Fachgebieten sieht und wirklich auch versteht. Das ist sehr besonders und auch sehr motivierend. Sehr motivierend und daher auch prägend ist vor allem auch, wenn man im Alltag das Gelernte wiedererkennt. Zum Beispiel, wenn man einkaufen geht und plötzlich die Strategie des Einzelhändlers versteht und sieht, oder wenn man die Nachrichten liest und dann wirklich den Hintergrund versteht und auch weiß, welche Konsequenzen diese Nachricht haben könnte. Vor meinem Studium wäre es vielleicht interessant gewesen zu wissen, dass das BWL-Studium, das Bachelor-BWL-Studium in Graz eher allgemein gehalten ist. Das heißt, am Anfang beschäftigt man sich wirklich mit allen Teilgebieten der BWL, jetzt mal so an der Oberfläche. Da gibt es sicher Studienrichtungen und Universitäten in Österreich, die schon im Bachelor spezialisierend auf die Dinge eingehen. In den ersten Semestern im Bachelor habe ich ein bisschen daran gezweifelt, ob das richtig ist, dass wirklich so grundlegend alles gestreift wird. Mittlerweile bin ich aber der Meinung, dass man nur dann ein guter Betriebswirt sein kann, wenn man sein spezielles Wissen beherrscht, aber auch ein solides Grundwissen über andere Dinge der BWL hat. Die größte Herausforderung für mich im Bachelorstudium BWL war sicher, dass ich nebenbei gearbeitet habe und auch noch viele extracurriculäre Engagements dabei hatte. Das war oft schwierig, dann in der Prüfungszeit auch richtig zu handeln und die Prioritäten richtig zu setzen. Nichtsdestotrotz glaube ich aber, dass man schon 10 bis 20 Stunden neben dem Bachelorstudium BWL arbeiten kann. Ich habe mich entschieden, auch noch das Masterstudium Betriebswirtschaftslehre zu beginnen, da mir eben das Bachelorstudium sehr gut gefallen hat. Die Zeit und das Studium möchte ich vor allem dazu nutzen, um mich in meiner bereits im Bachelor gewählten Spezialisierung Finance noch weiter zu vertiefen und ich möchte auch noch eine weitere Spezialisierung beginnen.